Wusstet ihr, dass der koreanische Reisepass einer der stärksten weltweit ist? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind Anna und Anna. Was bedeutet das, einen starken Reisepass zu haben? Jetzt nur noch mal für die Leute, die das vielleicht nicht verstehen. Es geht darum, in wie viele Länder man visafrei einreisen kann. Ja, wir zum Beispiel mit Korea haben ja auch ein Abkommen, dass wir als Deutsche dort visafrei für 30 Tage, glaube ich, einreisen können, und für längere Zeit muss man dann halt ein bestimmtes Visum beantragen. Wir können auch nach Japan visafrei einreisen und noch viele, viele andere Länder, also nicht nur innerhalb Europas, sondern halt auch weltweit. für Fernreisen. Genau. Ja, der koreanische Passport, ich habe hier die Statistik geöffnet. Korea und Deutschland auf demselben Platz sind, also auf Platz 3. Die haben beide eine Access, oder wie heißt das, auf 189 Also Zugang zu 189 Ländern ohne Visum, also visafrei. Genau, also beide auf Platz 3 und davor kommt Japan auf der ersten Platz und Singapur, ja, und Singapur auf dem zweiten Platz. Auch klar? Ja. Und jetzt Attention, Attention. Das sind natürlich asiatische Länder. Warum? Weil es geht ja auch viel darum, wie sich die Leute verhalten im Ausland, ne? Ja. Und bei Japanern, da habe ich nämlich zum Beispiel mal eine Umfrage gesehen, die sind eine der beliebtesten Touristen, weil die sehr sauber sind, die machen selbst ihre Hotelzimmer sauber, obwohl da ein Roomservice ist. Die sind leise, also die machen kein Theater auf den Straßen, die sind super gepflegt, ordentlich, und selbst wenn die in großen Reisegruppen unterwegs sind, verhalten die sich relativ unauffällig und natürlich haben die unglaublich viel Kohle, was die in dem jeweiligen Land dann natürlich ausgeben für Souvenirs und so weiter und so fort. Ja, Koreaner sind schon auf dem Vormarsch, also die haben auch einen sehr guten Ruf weltweit mittlerweile, und da geht es halt auch wieder darum, dass die sich vernünftig verhalten, wenn die im Ausland sind. Dann wiederum, ohne jetzt rassistisch rüberkommen zu wollen, Chinesen sind sehr unbeliebt. Ich muss sagen, die sind auch zum Beispiel sehr laut, wenn die kommen hier in Touristengruppen. Das sind meistens so alte Leute, ne, die hier kommen, aber die sind unglaublich laut. Ja, die sind wirklich sehr, sehr laut. Ich habe mal, also mich hat diese Frage interessiert auch mal, warum sind Chinesen so laut? Weil auch als wir in Korea waren, mit meinem Freund gab es dort sehr viele chinesische Touristen und teilweise gab es natürlich auch Rassismus von den Koreanern gegenüber den Chinesen, weil da gab es teilweise, sorry, man darf eigentlich nicht lachen, bei dem Thema, manche Restaurants haben Schilder aufgehangen, wo stand, keine Chinesen. Wow. Also das wäre in Deutschland unmöglich. Das ist extrem. Ja, nee, du wirst sofort geschlossen. Auf alle Fälle, aber ja, es gibt halt diesen Rassismus gegenüber Chinesen, und weil mich diese Frage halt so interessiert hat, habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, und es gibt zwei Gründe, warum die so laut sind. Erstens ist ja Chinesisch ist eine Lautsprache, also die müssen halt laut sprechen, damit man diese Töne richtig hört, weil sonst macht das manchmal keinen Sinn, was die sagen. Ne? Da ist zum Beispiel ein Ton, je nachdem, in welcher Tonlage du den aussprichst, hat der 100 verschiedene Bedeutungen. Das ist die eine Sache, warum die so laut sind. Die andere Sache ist, weil sehr große Population, riesige Städte, wo super viel los ist, und da ist halt ist manchmal auch laut da. Wenn ich mir so Blogs angucke von Leuten, die in China leben, da muss man schreien. Das ist unglaublich, weil die sind am Hupen die ganze Zeit, dann fährt hier ganz nah ein Motorrad an dir vorbei, und da ist halt eine sehr krasse Geräuschkulisse, deshalb haben die sich das wahrscheinlich auch so angewöhnt. Ja, kulturell ist es auch so geworden, denke ich, und niemand findet das unhöflich oder sowas. Genau, aber hier in Deutschland gilt das halt leider als unhöflich, wenn man so laut ist. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift auf China irgendwie, wegen mir. Es geht ja um Korea. Und warum dieser Artikel jetzt auch erschienen ist, glaube ich, weil die nach oben gerückt sind. Also das war nicht immer so, dass die mit Deutschland auf einer Stufe waren. Ja. Also hier steht auch, dass die US war bis 2015 auf dem zweiten Platz der... Wie ist das denn passiert? Das ist wirklich, wow. Die sind wirklich nach unten gerutscht, weil hier jetzt sind die auf welcher Position? Die sind gar nicht in der Top 5. Ja, wir haben jetzt gerade nochmal nachgeguckt für euch. Amerika, also USA, sind jetzt auf Platz 7 runtergerutscht. Krass. Bis 2015 auf Platz 2, jetzt sind die auf Platz 7. Okay, dann noch eine weitere interessante Sache. Anastasia hat ja einen russischen Pass. Ja, genau. Ich habe einen russischen Pass. Ich würde aber sehr gerne den Deutschen jetzt noch mehr haben. Den kriegst du auch. Ja, den kriege ich, wenn ich es beantrage, endlich. Ich habe den russischen Pass. Es steht auf Platz
51. Es Ja, ist, kann es man ist, nichts es mit ist sehr traurig, wenn Deutschland auf dem 3. steht und ich mit meinem Russischen in Platz 51. Ich kann einfach nirgendwo hin ohne Visum fast. Ich bin sehr traurig, weil wenn ich nach Korea möchte oder nach Japan, was mein Traum von seitdem ich 12 Jahre alt bin, reisen würde, dann brauche ich unbedingt ein Visa. Ja, nicht so wie du. Also wenn wir zusammen irgendwann nach Korea Bis fliegen. dahin hast du deinen deutschen Pass. Ja, Ja, mal gucken, wie sich das entwickelt nach Corona, weil ich glaube, alle Länder haben jetzt echt miese gemacht, viel Geld verloren durch diese Pandemie. Und ich denke, dass dann viele wieder auf Tourismus setzen werden und dass dann doch wieder einige Länder diese Visapflicht aufheben werden. Ja, und das ist natürlich für die Koreaner auch super cool, weil in letzter Zeit, also vor Corona muss man jetzt dazu sagen, haben die auch viel mehr Fernreisen gemacht, weil Korea war ja lange Zeit ein geschlossenes Land für sich. Die haben auch viel nur in Korea Urlaub gemacht. Also haben ja auch ein Meer, ist ja eine Halbinsel, sind dann entweder dort ans Meer gefahren oder nach Jeju geflogen oder andere koreanische Inseln. Dann halt viel auch nach Japan, das ist immer ein bisschen tricky, je nachdem wie die politische Situation ist, weil sobald da wieder irgendein Thema aufkommt, sagen dann die Koreaner, jetzt canceln wir Japan, fliegen nicht mehr dahin. Aber jetzt ist es auch wieder tatsächlich im Trend, dass die auch andere Länder besuchen und auch viel Europa. danke fürs Anschauen. Wenn ihr das Video cool gefunden habt, dann bitte ein Like für uns. Ja, kommentiert bitte, vielleicht kommt ihr aus anderen Ländern. Auf welcher Platz steht euer Land? Und vergesst bitte nicht, uns zu abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Anschauen. Danke. Bye.